Hallo Holzfreunde, heute mal ein kleiner Werkzeugtest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen von diesem Video. Ich habe mir für meine Tischkreissäge die Festool CSC Sys 50 diesen Zusatz gekauft von einer englischen Firma. Ein ganz tolles Gerät. Ich zeige euch, was es ist. Es handelt sich hier um einen Längenanschlag für den Schiebeschlitten. Diesen habe ich hier mit diesem schönen Systener bestellt. Der trug aber leider nicht dazu bei, dass die kleinen Werkzeuge etwas durchgeschüttelt waren. Ich habe mir diesen Längenanschlag in einer Länge von 660 mm bestellt, metrisch. Es gibt diesen auch in 330 und in 1 Meter Länge. Der Anschlag wurde von mir privat gekauft. Es gibt keine Kooperation mit dieser Herstellerfirma. Die Teile dieses Längenanschlags wirken sehr wertig und bestehen aus einem sehr hochwertigen Aluprofil. Als erstes müssen erstmal diese beiden Profile, die jeweils 330 mm lang sind, zusammengeschraubt werden. Das macht man mit diesen Verbindern und ein paar Madenschrauben. Jeweils 3 Verbinder sind für eine Verbindung vorgesehen. 2 auf der Rückseite und eine von der Unterseite. Die Anschlagsschiene ist sehr zuverlässig und absolut plan zusammengebaut. Jetzt wird die originale Anschlagplatte vom Festool Queranschlag gegen die mitgelieferte getauscht. Das passiert hier nur mit dieser einen Schraube. Wenn die originale Schraube von Festool ein wenig zu kurz ist, dann gibt es noch eine mitgelieferte Schraube, die ist etwas länger, die benutze ich hier auch. Das ist ganz schnell gemacht und auch ganz schnell wieder in den Originalzustand zurückgebaut. Links und rechts kommt jetzt noch eine Schraube mit einer Vierkantmutter, wo das Anschlagsprofil eingeschoben wird. So, und das war schon mit dem Zusammenbau. Damit wir nachher die richtigen Längen absägen können, die auf der Skala eingezeichnet sind, müssen wir den Anschlag zum Sägeblatt einmal ausrichten. Dafür brauchen wir einen Platzhalter, der 1 mm stark ist. Ich nehme dazu hier ein Stahlmaß. Schade allerdings ist hier, dass das im Lieferumfang nicht mit enthalten ist. Ich musste in meiner Werkstatt erstmal lange suchen, bis ich was gefunden habe, was 1 mm stark ist. Wenn ihr die Schutzhaube nutzen möchtet, dann müsst ihr euer Sägeblatt auf eine Mindesthöhe von 36 mm setzen. Dieser kleine, im Lieferumfang enthaltene Kunststoffabweiser wird jetzt an den Längenanschlag gesteckt. Der verhindert beim Zurückziehen das Verklemmen an der Haube. Um das Abkippen der Werkstücke zu vermeiden,
ist im Lieferumfang diese höhenverstellbare Werkstückauflage. Diese wird einfach in die Schiene eingeschoben und festgeschraubt. So kann diese je nach Werkstücklänge immer mitwandern. Bei mir waren 3 dieser Längenanschläge im Lieferumfang enthalten. Diese sind hochklappbar und werden dann an der gewünschten Länge mit der Schraube fixiert. Leider ist dieser nicht von oben ablesbar, sodass man sich immer überbeugen muss. So, jetzt ging es los mit dem Sägen. Ich habe mein Sägeblatt auf 45 Grad gestellt und der Anschlag hat sich trotz des Abweisers beim Zurückziehen in der Haube verhakt, sodass ich die Haube abnehmen musste. Auch ohne Haube waren es dann aber absolut präzise Schnitte. Von den Brettern habe ich dann eine ganze Menge gesägt und was soll ich sagen, die waren alle hundertprozentig gleich lang. Was ja aber auch immer recht schwierig ist, ohne Anschlag und gerade wenn an beiden Enden auch eine Schräge ist. Mit einem gerade gestellten Sägeblatt hat es dann auch einwandfrei mit dem Abweiser und der Haube funktioniert. Auch hier, wie nicht anders zu erwarten, alle Werkstücke gleich lang. Nur allein die Werkstückauflage für lange Werkstücke ist schon ein Gewinn. Der Rückbau des Anschlages dauert dann auch nur ein paar Sekunden, einfach mittels dieser einen Schraube. Mein Fazit zu diesem Längenanschlag: absolut brauchbar. Der Preis auch sehr interessant. Ich verlinke euch diesen unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ist vielleicht eine kleine Kaufentscheidung. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, dann gebt diesen doch einen Like und dann wünsche ich euch noch viel Freude beim schönsten Hobby der Welt.